Das Projekt Robotwin 2 befasst sich mit der Interaktion eines realen Roboterarmes und dessen virtuellen Zwillings mit der jeweiligen Umgebung. Das Ziel ist es dabei, einen Schachroboter zu realisieren, der sowohl Züge in der Realität als auch in der virtuellen Szene durchführen kann. Die Anforderung für den Roboter war die einfache Bewegbarkeit der Figuren über das Pick-and-Place-Verfahren, welches durch eine magnetische Aktuierung des Endeffektors in CAD realisiert wurde. Die Figuren selbst wurden in Blender entwickelt und so modifiziert, dass sie bei einem integrierten Metallstab das Gegenstück des Endeffektors bilden. Um dies zu erreichen, wurden die Schachfiguren im institutseigenen 3D-Drucker hergestellt. Das Ziel der Objekterkennung ist es, Spielzüge der realen Szene zu erkennen und in der virtuellen Szene zu übermitteln. Hierfür haben wir zur Verdeutlichung ein Beispiel vorbereitet. Nach dem Beschneiden des Bildes mit Hilfe der Position der zwei Marker bestimmt man den Mittelpunkt jedes Quadrats des Schachbretts mit der Harris-Methode. Dann kann man beginnen, alle Figuren auf dem Brett zu platzieren. 32 Änderungen wurden erkannt. Nach dieser Initialisierung kann das Spiel beginnen und jeder Spieler zieht reihum seine Figuren. Das Programm erkennt jeweils zwei Änderungen. Dabei werden jeweils zwei Bilder vor und nach dem Zug der Figur aufgenommen. Diese werden jeweils binär abgespeichert. Da wir mit einem schwarz-weißen Feld arbeiten und hellen dunklen Figuren, müssen wir den Schwellenwert der binären Bilder anpassen, um die Figuren auf den Bildern zu erkennen. Die Änderungen werden dann als String in Form einer einfachen Textdatei an PolyVR übermittelt. Wir wollten Schachspiel in PolyVR ermöglichen. Dafür haben wir die Schachfiguren sowie den Roboter und unseren neuen Endeffektor in PolyVR geladen. Unsere Schach-UI besteht aus einer HTML-Seite, die auf den Tisch geprintet wird. Am unteren Ende der UI sehen wir verschiedene Felder und Buttons, mit denen man sich mit einer anderen PolyVR-Instanz verbinden kann. Klickt man auf eins der Schachfelder, so kann man eine Figur auswählen und an eine neue Position befördern. Um diese Aktionen mit den jeweils anderen Spieler auszutauschen, müssen die Szenenänderungen über ein Protokoll zwischen den PolyVR-Instanzen ausgetauscht werden. Dabei wird die integrierte TCP-Server-Client-Schnittstelle von PolyVR verwendet, um JSON-basierte Change-Requests auszutauschen, die dann auf die virtuelle Szene angewandt werden. Die von der Objekterkennung erhaltenen Daten werden geladen und dann auf die Szene angewandt und mit Hilfe der ersten Kinematik erhalten wir dann die Winkelstellungen. Wir setzen dazu mehrere Wegpunkte, die der Roboter anfährt, abhängig von der Figur, die bewegt werden soll, und senden anschließend die Winkelstellungen an den Roboter. Aufbauend von dem bisher existierenden OpenTCP-Protokoll haben wir wichtige Änderungen vollzogen, die uns ermöglichen, anzusteuern. 0 Volt wäre dann der Magnet aus und bei 12 Volt wäre der Magnet an.